Kennst du das? Die Kollegin erzählt vom Wellnessurlaub. Der Nachbar kommt mit dem neuen Wagen um die Ecke. Und auf Instagram hat gefühlt jeder einen schöneren Abend als du. Du lächelst nach außen. Und innen zieht es dir den Magen zusammen. Warum die? Warum nicht ich? Willkommen. Das ist Neid. Und ja, jeder hat ihn. Aber kaum einer redet drüber. Was Neid wirklich ist. Neid ist kein Beweis, dass du ein schlechter Mensch bist. Er ist auch keine Charakterschwäche. Neid ist erstmal ein Signal. Psychologisch betrachtet sagt Neid, da ist etwas, das du dir auch wünschst. Es ist wie ein kleiner Hinweiszettel, den dir dein Gehirn zuschiebt. Das Problem? Wir schieben den Zettel meistens sofort wieder weg, weil Neid in unserer Gesellschaft verpönt ist. Man darf erfolgreich sein, aber bitte nicht neidisch. Die zwei Gesichter des Neids. Und genau da liegt die Gefahr. Denn Neid hat zwei Seiten. Seite 1. Konstruktiv. Neid kann dir zeigen, was dir fehlt. Er kann ein Kompass sein, mehr Freiheit, mehr Anerkennung, mehr Ruhe. Seite 2. Zerstörerisch. Wenn du Neid verdrängst oder dich dafür schämst, kippt er. Dann wird er zu Missgunst. Du hörst auf zu fragen, was wünsche ich mir? Und denkst stattdessen, der andere hat's nicht verdient. Aus diesem Gefühl wird Bitterkeit oder sogar Hass. Die Gefahr von Neid. Neid muss nicht immer zerstörerisch sein. Er kann auch ein Antrieb sein, wenn du ihn richtig verstehst. Zum Beispiel, du siehst jemanden, der sich etwas aufgebaut hat. Und statt dich schlecht zu fühlen, denkst du, wow, das will ich auch schaffen. Das ist gesunder Neid. Er inspiriert, zeigt dir, was möglich ist. Aber sobald du anfängst, dich dabei kleiner zu fühlen, kippt es. Dann wird Neid leise giftig. Er taucht auf in Freundschaften, wenn du dich dabei ertappst zu denken, warum klappt bei ihr alles und bei mir nicht? Plötzlich vergleichst du dich mit jemandem, mit dem du dich eigentlich freuen wolltest. In Beziehungen schleicht er sich leise ein, wenn du beginnst zu zählen, wer öfter nachgibt, mehr macht oder mehr Anerkennung bekommt. Und irgendwann fühlt sich Geben nicht mehr nach Liebe an, sondern nach Bilanz. Und manchmal trifft Neid dich ganz still, nicht gegen andere, sondern gegen dich selbst. Du siehst, was du nicht geschafft hast, was andere längst erreicht haben, und übersiehst dabei alles, was du selbst schon geworden bist. Und genau das macht Neid so gefährlich. Nicht, weil er da ist, sondern weil er dich wegführt von dir selbst. Er raubt dir den Blick fürs eigene. Und mit der Zeit verliert man das Gespür dafür, was wirklich das eigene Leben lebenswert macht. 3 Schritte im Umgang mit Neid. 1. Erkennen statt verdrängen. Fühlst du Neid? Sag's laut. Okay, ich bin neidisch. Punkt. Das ist kein Makel, das ist Mensch. Denn jeder spürt ihn, auch wenn's keiner zugibt. Beispiel: Du siehst, wie jemand eine Beförderung bekommt und dein erster Gedanke ist nicht Glückwunsch, sondern warum nicht ich? Kein schönes Gefühl, aber ehrlich. Wenn du diesen Moment erkennst, verlierst du schon die Hälfte seiner Macht. Weil du aufhörst, so zu tun, als wäre da nichts. Und genau das ist der erste Schritt. Nicht schönreden, nicht runterschlucken. Einfach hinschauen. 2. Übersetzen statt festhalten. Frag dich, was will mir der Neid eigentlich sagen? Oft geht es gar nicht um das, was der andere hat, sondern um das, was du dir tief im Inneren wünschst. Es ist selten die Sache selbst. Nicht das Auto, sondern das Gefühl, endlich angekommen zu sein. Nicht der Urlaub, sondern das Bedürfnis nach Ruhe. Nicht der Erfolg, sondern die Sehnsucht, gesehen zu werden. Wenn du das erkennst, verwandelt sich Neid von einem unangenehmen Gefühl zu einem klaren Wegweiser. Da will ich hin. 3. Handeln statt grollen. Neid zeigt dir, wo du hin willst. Aber da hinzukommen beginnt mit kleinen Schritten. Frag dich, wie kann ich ein Stück davon in mein jetziges Leben holen? Nicht perfekt, nicht sofort. Einfach ein Anfang. Du kannst dir vielleicht noch nicht den großen Urlaub leisten, aber du kannst dir einen Nachmittag gönnen, an dem du einfach mal nichts musst. Du kannst dir vielleicht noch nicht das neue Auto kaufen, aber du kannst anfangen, selbst das Steuer zu übernehmen. Im übertragenen Sinn, bewusster entscheiden, wohin deine Energie und Zeit wirklich fließen. So wird aus Neid kein Groll, sondern eine Richtung, die dich weiterbringt. Richtig verstanden zeigt er dir, wohin du wachsen darfst. Nicht als Gegner, sondern als stiller Hinweis. Da steckt mehr in dir, als du gerade lebst. Fazit: Neid ist kein Fehler.
Aber er wird gefährlich, wenn du ihn falsch behandelst. Denn Neid ist wie Feuer. Lässt du ihn unkontrolliert brennen, verbrennt er dich. Lenkst du ihn, wärmt er dich. Die Entscheidung liegt bei dir. Wenn du tiefer in das Thema einsteigen willst. In der Videobeschreibung findest du ein paar inspirierende Bücher und Hörbücher, die dir helfen können, besser mit Neid, Vergleichen und Selbstwert umzugehen. Danke, dass du heute dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gern ein Like da und klick auf Abo. So verpasst du keinen Impuls mehr. Wir sehen uns im nächsten Video.